Solche zarten Strukturen bekommst du mit dem Pinsel nicht hin. Wie tricky es geht, zeige ich dir in diesem Video. Ich habe hier eine Leinwand von 40 x 100 cm mit Marmormehl vorbereitet. Das ist eine sehr dünne Schicht und wie du die auftragen kannst, kannst du in dem oben verlinkten Video sehen. Außerdem musst du noch dein Casein verdünnen. Du nimmst einen Teil Casein und fügst 3 Teile Wasser hinzu. Das Ganze lässt du in einer Flasche stehen, schüttelst es ein bisschen und dann ist es nach 20 Minuten auch einsatzfähig. Dann werden die Farben vorbereitet. Ich habe hier ein bisschen Pigment in eine kleine Schüssel getan. Da kommt etwas destilliertes Wasser hinzu. Das Ganze wird umgerührt. Das sollte sich komplett lösen. Sonst setze 2 Tropfen Alkohol dazu. Das kann Brennspiritus sein oder Bioethanol. Dann löst es sich auf jeden Fall. Und dann gibst du ungefähr die 3-fache Menge von dem verdünnten Casein zu deinem Pigment. Rührst das Ganze nochmal um und dann ist auch deine Farbe fertig. Das wiederholst du dann für dunkelgrau und für beige und ebenfalls für weiß, wobei du weiß in einer deutlich größeren Menge anrühren musst. Also du brauchst mindestens einen Esslöffel Pigment, was dann verdünnt wird und mit Casein verlängert wird. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Farbauftrag. Und da starten wir mit Weiß als Grundierung. Die wird auf das ganze Bild aufgebracht. Ich starte hier erstmal mit so einem Löffel voll an einigen Stellen auf dem Bild, um so ein bisschen das Ganze gleichmäßig zu verteilen, um zu schauen, wie weit ich mit meiner Farbe komme. Gehe dann aber hinterher mit der Sprühflasche, das heißt, ich verdünne das Ganze und am Ende werde ich dann sogar noch mit den Händen das Ganze verreiben, sodass das Bild also wirklich gut in Weiß grundiert ist. In diese nasse Grundierung gebe ich jetzt die Farben hinein. Das passiert hier mit einem Löffel. Ich starte mit einem Beige. Ihr merkt zum Beispiel, das Beige läuft jetzt ein bisschen an den oberen Rand. Ihr müsst also bei dieser Arbeit darauf achten, dass eure Leinwand sehr waagerecht ausgerichtet ist, sonst gibt es Pfützen irgendwann auf dem Bild, wo man sie vielleicht nicht haben will. Also immer wieder gucken, läuft es in eine Richtung, ausgleichen. Jetzt geht es hier mit dunkelgrau weiter. Das ist keine zielgerichtete Arbeit. Also ich kann mir jetzt nur die Bereiche aussuchen, wie genau sich das entwickelt. Das muss ich der Farbe überlassen, das muss ich dem Trocknungsprozess überlassen. Das ist jetzt die Kunst, da auszuhalten, was dabei rauskommt. Wenn es zu viel Feuchtigkeit an einer Stelle ist, könnt ihr auch gerne abtupfen, dass so Pfützen vermieden werden. Ansonsten solltet ihr euch orientieren, dort wo Marmormehl schöne Strukturen gebildet hat, dort solltet ihr auch Farben einbringen. Als letzte Aktion in diesem Arbeitsschritt
streue ich jetzt ein bisschen Pigment direkt auf die Leinwand. Das ist ein dunkles Blau, Indigo-Blau. Normalerweise muss Pigment gebunden werden, aber da hier auf der Leinwand so viel Casein in den anderen Farben ist, wird das Pigment durch dieses Casein automatisch gebunden. Und es kommt noch ein zweites Pigment hinzu, das ist helle grüne Erde. Das ist einfach ein Ton, der noch ein bisschen von diesem Weiß ablenkt, aber trotzdem sehr hell ist und alle anderen dunklen Töne gut zur Geltung bringt. Nach einem Tag trocknen sieht das Bild ungefähr so aus. Und jetzt verstärken wir noch ein bisschen die farbigen Aspekte. Also jetzt geht es nicht mehr um Weiß, jetzt geht es um Farbe. Hier habe ich die Farbe wieder angerührt und gebe sie diesmal mit der Pipette aufs Bild und verteile mit relativ viel Wasser. Es soll einfach nochmal eine Betonung erfolgen, und zwar nicht nur am unteren Rand des Bildes, sondern dann auch im mittleren Bereich. Dadurch, dass viel Wasser im Einsatz ist, werden das keine dunklen Ränder, sondern es werden einfach schöne Betonungen der Strukturen. Ihr könnt auf das Casein tatsächlich erneut auftragen mit Casein. Die vorhandene vorherige Schicht wird nicht angelöst. Das heißt aber nicht, dass das Ganze wasserfest ist. Also es ist schon ein bisschen Vorsicht hier geboten. Ihr solltet nicht reiben, dann könnte es sein, dass sich das Casein auflöst. So, und hier kommt jetzt nochmal eine Technik. Ich setze zuerst Casein in bestimmte Bereiche, wo ich einfach mir eine Betonung wünsche. Casein als Bindemittel, also das ist das verdünnte Casein. Und jetzt komme ich erneut, ein bisschen Wasser noch drüber, dass es etwas verteilt wird, und dann komme ich erneut mit Pigment. Das heißt, ich habe eine bewusste Schicht Binder auf das Bild gebracht, und das Pigment, was ich jetzt aufstreue, das kann sich in diesem Binder lösen. Das kann sich durch diesen Binder, wird es jetzt wasserfest und kann nicht runtergerieben werden, sondern bindet. Hier geht es dann auch nicht um das Anmalen von Strukturen, sondern es geht um das Hervorheben von Strukturen. Das passiert aber völlig automatisch. Ich kann es also ein bisschen steuern, indem ich natürlich das Pigment an diese Stelle gebe und nicht an eine andere Stelle. Aber mit Malen hat es nichts zu tun. Wir versuchen einfach nur mit den Strukturen, die im Marmormehl vorhanden sind, zu spielen. Ganz deutlich wird es dann jetzt, wenn ich mit der Wasserspritze komme und hier nochmal dieses Pigment auflöse. Mit dieser zweiten Farbschicht ist mein Bild dann nach dem Trocknen gestalterisch fertig. Jetzt gilt es, das Ganze noch wasserfest zu machen. Das heißt, ihr müsst zuerst das Bild fixieren. Es ist also nicht wasserfest, es ist wischfest durch das Casein, aber nicht wasserfest. Das heißt, mit einem Fixierspray oder sogar mit einem Lackspray könntet ihr auch dran gehen. Ich habe es fixiert, sodass ich, wenn ich jetzt mit dem Pinsel den Lack auftrage, nicht die untere Schicht angreife. Diese Fixierung sorgt dafür, dass das erstmal gut behandelbar ist. Und jetzt komme ich mit einem ganz normalen Acryllack, den ich etwas mit Wasser verdünne,
weil der sonst viel zu dick ist. Und dann streiche ich doch relativ vorsichtig über diese Leinwand, über diese Farbe, also nicht schruppen, sondern tatsächlich vorsichtig gleichmäßig auftragen, sodass dann eine Schutzschicht entsteht, die also auch das Bild gegen Wasserflecken etc. schützt auf Dauer.